Ich bin Alex von meinbafög.de und auf unserem Kanal erfährst du alles zum Thema BAföG. Heute geht es konkret um das Thema BAföG-Nachweise. Der BAföG-Antrag hat einen sehr schlechten Ruf. Er soll äußerst kompliziert und umfangreich sein. Die vielen Angaben, die getätigt werden müssen und die einzureichenden Nachweise schrecken viele junge Menschen davon ab, BAföG zu beantragen, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten, gefördert zu werden. Damit dir das nicht passiert, erkläre ich dir in diesem Video alles zum Thema BAföG-Nachweise. Also bleib dran und viel Spaß bei dem Video. Im Großen und Ganzen besteht der BAföG-Antrag aus 8 Formblättern. Jedes Formular enthält bestimmte Angaben, die getätigt werden müssen. Entsprechend dazu gibt es dann Nachweise, die du beifügen musst. Am Ende ist es dadurch, dass du die Antragsformblätter hast und die Nachweise einreichen musst, tatsächlich ziemlich viel Papierkram. Was versteht man in dem Antragskontext unter Nachweise? Unter Nachweisen versteht man beim BAföG-Antrag alle Unterlagen, die dazu benötigt werden, um die Angaben, die du im Rahmen der Antragstellung gemacht hast, zu belegen. Man könnte dazu auch Beweismittel sagen. Dabei handelt es sich in aller Regel um Dokumente oder Kopien von Dokumenten, die du dem Antrag beifügen musst, damit er bewilligt werden kann, also damit du deine Förderung erhalten kannst. Mit Nachweisen sind nicht die Antragsformblätter an sich oder die Anlagen zu den Formblättern gemeint. Grundsätzlich sind als Nachweise alle Dokumente zulässig, die geeignet sind, die angegebenen Tatsachen im BAföG-Antrag zu belegen. Natürlich gibt es hier teilweise Vorgaben vom Amt, wie zum Beispiel die Studienbescheinigung, die immer angefügt werden muss. Klassiker unter den Nachweisen sind aber auch der eigene Mietvertrag oder die Steuerbescheinigung oder der Steuerbescheid der Eltern. Welche Funktionen haben die Nachweise beim BAföG-Antrag? Da du mit dem BAföG eine Leistung vom Staat beantragst, bist du verpflichtet, alle notwendigen Angaben zum Antrag vollständig zu machen und die dazu notwendigen Nachweise vorzulegen. Mit den Nachweisen überprüft das Amt bzw. überprüfen die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, ob die Angaben, die du im Antrag gemacht hast, zum Beispiel, dass du in einer eigenen Mietwohnung und nicht mehr bei deinen Eltern wohnst, ob diese Angaben auch der Wahrheit entsprechen. Woran erkennst du jetzt, welche Angaben du mit Nachweisen belegen und was du überhaupt einreichen musst? Wenn du deinen Antrag über unsere Plattform meinbafög.de erstellt hast, bekommst du am Ende des Antrags eine Checkliste. Diese Checkliste ist ganz individuell auf dich zugeschnitten und richtet sich nach deinen Angaben im Antrag. Du hast also eine Liste, die du abarbeiten kannst und wo alle zu erbringenden Nachweise genannt und nochmal extra erklärt und beschrieben werden. So kannst du erkennen, was genau du einreichen musst. Wenn du den Antrag in Papierform stellst, dann kannst du anhand der Markierungen auf den Formblättern erkennen, zu welchen Angaben du Nachweise mitsenden musst. Das ist etwas umständlich, da du genau hinschauen und auch wirklich alle Hinweise überall auf den Formblättern genau lesen solltest. Das geht natürlich auch, ist aber etwas unkomfortabler als mit unserer Checkliste. 3 Beispiele für Nachweise, die oft oder fast immer abgegeben werden müssen, sind einmal die Studienbescheinigung. Diese ist ganz einfach der Pflichtnachweis. Entweder du lässt dir von deiner Hochschule das Formular 2 ausfüllen und dieses unterschreiben, oder, und das wird in aller Regel der Fall sein, deine Hochschule bietet dir eine Studienbescheinigung zum Download an oder du kannst dir diese Studienbescheinigung im Studienbüro bzw. im Sekretariat abholen. Wichtig ist, dass es sich um eine Studienbescheinigung handelt, die den Vorgaben des Paragraphen 9 entspricht. Diese Studienbescheinigung kannst du dann als Nachweis verwenden. Was auch in aller Regel abgegeben werden muss, sind Nachweise zum Einkommen deiner Eltern. Dazu kannst du zum Beispiel den Steuerbescheid oder die elektronische Lohnsteuererklärung deines jeweiligen Elternteils verwenden. Wenn du schon ausgezogen bist und alleine oder in einer WG wohnst, spielt der Mietvertrag auch eine ganz wichtige Rolle.
Damit weist du deine Wohnverhältnisse nach und sicherst dir einen nicht unbeachtlichen Zuschlag zu der Förderung. Jetzt stellt sich dir vielleicht noch die Frage, wie du die Nachweise konkret einreichen kannst, also ob auf dem Postweg oder digital, und ob du diese Nachweise auch nachreichen kannst. Grundsätzlich kannst du die Nachweise auf demselben Weg einreichen, wie du auch deine BAföG-Antragsunterlagen eingereicht hast. Das heißt, entweder klassisch per Post, du kannst auch zum Amt fahren und die Nachweise dort abgeben, oder du schickst sie ganz einfach per Mail. Dazu scannst du die Nachweise einfach ein, denn das BAföG-Amt braucht die Nachweise in aller Regel nicht im Original. Einfache Kopien oder eben Scans reichen daher vollkommen aus. Wenn du deinen BAföG-Antrag online gestellt hast, bieten einige Portale auch die Möglichkeit, die Nachweise dort hochzuladen. Dann solltest du nur sicherstellen, dass diese auch mit dem Antrag oder eben nachträglich an das Amt geschickt werden. Zum Thema BAföG-Nachweise nachträglich einreichen, geht das oder ist das ein Problem? Es ist absolut kein Problem, Nachweise nachträglich einzureichen. Du kannst also zum Beispiel auch erst den BAföG-Antrag stellen und die Nachweise dann nachreichen. Je schneller jedoch dein Antrag vollständig ist, desto schneller wird er bearbeitet und umso schneller hast du auch dein Geld. Wenn du dir extrem lange Zeit damit lässt, Nachweise einzureichen, kann das BAföG-Amt auch ohne diese Nachweise eine Entscheidung fällen. Die wird in aller Regel nicht zu deinen Gunsten ausfallen. Du hast als Antragsteller nämlich eine Mitwirkungspflicht, also sieh am besten zu, dass du deine Nachweise zeitnah einreichst. Was passiert allerdings, wenn du Nachweise noch gar nicht hast? Also wenn du zum Beispiel einen Mietvertrag noch nicht vorliegen hast oder wenn ein Steuerbescheid eines deiner Elternteile noch aussteht. In einem solchen Fall solltest du das dem Amt erst einmal mitteilen. Eventuell hast du die Möglichkeit, mit deinem Sachbearbeiter oder deiner Sachbearbeiterin zu sprechen. Wenn zum Beispiel der Steuerbescheid deiner Mutter noch nicht vorliegt, dann kannst du behilfsweise die abgegebene Steuererklärung als Nachweis einreichen. Wenn Unterlagen wie dein Mietvertrag oder dein Arbeitsvertrag zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vorliegen, dann kann über deinen Antrag eben auch so entschieden werden, dass diese Tatsachen noch keine Berücksichtigung finden und nicht mit einfließen. Wenn die Unterlagen dann vorliegen, musst du das dem Amt natürlich mitteilen und die Tatsachen finden dann entsprechend Berücksichtigung für die noch ausstehende Förderzeit. Ich hoffe, ich konnte dir damit etwas weiterhelfen. Auf unserem Kanal haben wir außerdem noch viele weitere hilfreiche Videos zum Thema BAföG bereitgestellt. Wenn du keine Lust auf verstaubte, altmodische Antragsblätter hast, dann kannst du auch unsere BAföG-App nutzen unter meinbafög.de. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.